als ich bremste, um eine eilige Dame, die gerade die Apotheke verlassen hatte, über die Straße zu lassen, mit direkt darauf ihrem Verdienen unglücklich jemand ihre neuen geschwollenen Lippen zu zeigen, Dank von der Salbe zum Auffüllen der Lippen mit Pfeffer, die der Apotheker der diensthabenden Apotheke sorgfältig gelobt hatte. Für Notfälle wurde das Pfeifen der beiden Lippen der Dame als Kompliment für die Wirkung der Salbe missverstanden. Er verwechselte das schrille Zischen der jetzt eisenhaltigen Bremsen mit dem schmeichelhaften Erinnerungspfiff eines trauen Alpha-Männchens aus Molise und glaubte daher, dass die Salbe hervorragende Ergebnisse gebracht hatte. Er schimpfte jedoch gegen mich und hielt es für einen inakzeptablen Akt der Beschimpfung. Um zu günstige Besitz zu vermeiden, habe ich die Kunden für günstigere, volle bestehende Bremsmittel entschieden und diese bestellt verdienten Spezifikationen und eine gute Anzahl positiver Bewertungen, die ich für wahrscheinlich liquid zu welchen Vergleich zu den Kosten von einem Patient ausgeben konnte, professionelle Mittel gebonstet sind, das Nachladen zusammen mit der Firma Kosten nach Film ein Modulationsvideo von Indien und Bitblock gesehen habt ihr beim Blick durch Kosten finanziellen Vermittlungsdaten und gemisst wegen der Lehre. Per riuscire a spendere un decimo rispetto al costo di un meccanico professionista, montandomela per la prima volta da solo, comodamente in pigiama e ciabatte, dopo aver visto un video motivazionale di indiani in tunica ed infradito che rigeneravano pastiglie freni pressandoci della sabbia del Gange amalgamata dello sterco di vacca fumante. Beim Ersetzen der Bremsbeläge variiert die Methode zum Zurückziehen des Kolbens zwischen Vorder- und Hinterradbremse. Bei Vorderradbremsen ist der Vorgang im Allgemeinen einfacher. Zum Zurückdrücken des Kolbens dient ein einfacher Schraubstock entsprechend der Größe oder ähnliches. Platzieren Sie das Werkzeug einfach zwischen Kolben und Bremssattel und ziehen Sie es schrittweise fest, bis der Kolben vollständig eingefahren ist. Es ist keine Drehung des Kolbens notwendig, sodass die Arbeit direkt und schnell erledigt wird. Bei den Hinterradbremsen ändert sich die Situation, insbesondere bei denen, die mit einer in Kolben integrierten Feststellbremse ausgestattet sind. In diesem Fall reicht es zum Zurückziehen des Kolbens nicht aus, ihn einfach zusammenzudrücken. Es ist ein spezielles Werkzeug erforderlich, mit dem Sie den Kolben gleichzeitig drehen und zusammendrücken können. Die Drehung ist entscheidend, da der interne Mechanismus der Feststellbremse erfordert, dass der Kolben wieder in sein Gehäuse eingeschraubt wird. Der Versuch, den Kolben zusammenzudrücken, ohne ihn zu drehen, kann den Feststellbremsmechanismus beschädigen und die Sicherheit und Wirksamkeit des Bremssystems beeinträchtigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Austausch von Bremsbelägen besteht darin, sicherzustellen, dass die Befestigungsschrauben richtig gesichert und festgezogen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bremssattel sicher an der Halterung verankert ist und die Bremsbeläge effektiv und sicher arbeiten. Unzureichendes Anziehen kann zu Vibrationen, Geräuschen oder schlimmer noch zu einer Fehlfunktion des Bremssystems führen. Weitere Schwierigkeiten können durch festsitzende oder ausgerissene Schrauben entstehen. Der Umgang mit diesen Situationen ohne Schaden anzurichten erfordert Aufmerksamkeit und Präzision. Um festsitzende Schrauben zu entfernen, ohne das Gewinde oder andere Komponenten des Bremssystems zu beschädigen, ist die Verwendung geeigneter Werkzeuge und die Anwendung der richtigen Techniken unerlässlich. Darüber hinaus ist es beim Austausch der Bremsbeläge wichtig, die Bremssättel sorgfältig zu reinigen und die beweglichen Teile mit einem speziellen Fett zu schmieren, das hohen Temperaturen standhält. Zu den kompatiblen Fetten gehören Fette auf Silikonbasis, synthetische Fette speziell für Bremssysteme und Kupferfett, das sich besonders durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und die Verhinderung des Festfressens von Bremskomponenten auszeichnet. Es ist außerdem ratsam, die selbstsichernden Schrauben immer auszutauschen, um maximale Sicherheit und Integrität des Bremssystems zu gewährleisten. Die hinteren Polster, die ich gekauft habe, sind von der Marke Automentum und werden in Spanien hergestellt. Das Kit enthält zusätzlich zu den Pads einen Satz selbstsichernder Schrauben und einen Beutelfett. Die vorderen Belege sind von der Marke Stelox, werden in Deutschland hergestellt und verfügen über einen Verschleißsensor, den ich entfernen werde, da er nicht für mein Auto gedacht ist. Das Kolbenrückzugswerkzeug ist ein generisches Basismodell mit einigen Adaptern. Jedes Bremsbelag kostet derzeit etwa 15 €, während der Kolbenschieber bei Amazon Italien etwa 10 € kostet. Nachdem ich die alten Belege entfernt, werde ich gar nicht den Kolben des hinteren Bremssatzes mit dem passenden Kolbenfieber klärt sich dank der beiden der vorhandenen Schieber auch gleichzeitig leicht verhindert. Nach hinten bewegt bitte ich den einen Zusatz immer wieder in die beweglichen Zylinderstift und prüfen Sie alle Gummiteilen in der Achse. Die neuen Belege passen perfekt, also positioniere ich den Bremssattel neu und befestige ihn mit den neuen selbstsichernden Schrauben mit einem 13 mm 6-Kantkopf, ein passender Drehmomentschlüssel vorhanden.
Nachdem ich noch einmal nachgesehen und sichergestellt habe, dass keine Stücke sind, die manchmal aus dem Nichts aufgetauchen scheinen, oder vielleicht weiß die schändische Katze etwas darüber, weil ich ihm die Kokette wieder unter Mate getaucht habe, die er nicht mag. Ich baue das Rad wieder zusammen, indem ich die Schrauben mit einem Balist für ein paar Euro gekauft und im Moment ist mit 120 mm anziehe. Ich baue das Vorderrad aus, um auch die vorderen Bremsbeläge auszutauschen, die sicherlich stärker abgenutzt sein werden als die hinteren. Ich sprühe WD-40 Blocker auf die wahrscheinlich blockierten Schrauben, da der vorherige Mechaniker, vielleicht auch mit einer ungezogenen Katze, nicht die erforderlichen Staubkappen angebracht hat. Ich warte ein paar Minuten und löse die Befestigungs- und Gleitschrauben des Bremssattels mit einem 7mm Sechskantschlüssel. Da sich durch Verschleiß eine Stufe am Rand der Scheibe gebildet hat, bewegte ich zum Ausbau des Bremssattels den Kolben durch Hebelwirkung mit einem großen Schlitzschraubendreher leicht nach hinten, da für den Kolben der vorderen Bremssättel keine gleichzeitige Drehung erforderlich ist. Ich befestige den Bremssattel am Stoßdämpfer, um zu verhindern, dass das Gewicht den Hydraulikschlauch beschädigt. Ich löse die alten Pads, indem ich daran ziehe und mit einem Schraubenzieher die elastischen Haken löse. Tatsächlich ist die Abnutzung mit Furchen vergleichbar, die Pilger gegraben haben, die auf ihren Knien über den kostbaren Marmor kriechen, den der diensthabende Papst sorgfältig ausgewählt hat, um das Wunder der ewigen Bremsen zu erlangen. Ich stecke den flachen Adapter in den Kolbenschieber und stecke ihn in den Bremssattel, sodass sich der Kolben durch Drehen der Endlosschraube zurückbewegt. Wenn das Hydrauliksystem, das den Bremssattel steuert, intakt ist, ist kein Eingriff erforderlich, da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelt. Durch die Rückbewegung des Kolbens steigt der Ölstand im Behälter einfach an. Den im Belag integrierten Verschleißsensor entferne ich, da er für dieses Automodell nicht notwendig ist. Ich setze die neuen Pads ein, die mit Hilfe der integrierten elastischen Anschläge zusammenpassen. Mit einem Staubsauger, einer alten Zahnbürste und einer Drahtbürste für eine Bohrmaschine entferne ich den Staub, der sich auf den Bremsen, insbesondere an den Kontaktstellen der Belege, angesammelt hat. Ich fette die Auflagepunkte der Belege mit Hilfe einer Bürste mit dem Spezialfett ein, das aus dem im Hinterradbremssatz enthaltenen Beutel übrig geblieben ist. Für die Befestigungsbolzen, die auch als Führungsstifte dienen, verwende ich ein Lithiumfett für mechanische Getriebe. Diese Komponenten sind für die korrekte Funktion des Bremssystems unerlässlich, da sie die freie Bewegung der Bremssättel ermöglichen und die korrekte Ausrichtung der Bremsbeläge zu den Bremsscheiben gewährleisten. Ich positioniere den Bremssattel neu, setze ihn genauso ein, wie er vor der Demontage war, drehe die Befestigungsschrauben fest und ziehe sie ohne großen Kraftaufwand an, da ich keinen geeigneten Trimmungsschlüssel habe. Ich überprüfe
Überprüfe noch einmal alles, baue das Rad wieder zusammen und ziehe die Schrauben mit etwa 120 Newtonmetern an, wie vom Mutterkonzern für dieses Modell angegeben. Bevor Sie neue Bremsen testen, sollten Sie zunächst langsam fahren und leicht bremsen, um die korrekte Funktion zu überprüfen. Vermeiden Sie zunächst plötzliches Bremsen und wärmen Sie die Bremsen nach und nach auf, indem Sie mehrmals mäßig bremsen, damit sich die Belege auf den Scheiben festsetzen können. Auf den ersten Kilometern ist es wichtig, längeres oder übermäßiges Bremsen zu vermeiden, um eine Überhitzung der Bremsen zu vermeiden. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen und halten Sie bei Unregelmäßigkeiten und überprüfen Sie das Bremssystem. Obwohl ich keine großen Erwartungen an diese Aftermarkt-Bremsbeläge mittlerer bis niedriger Preisklasse von Auto, Mentor und Stellox hatte, bemerkte ich nach ein paar hundert Kilometern Einfahren entlang der Hügel mit Blick auf das Meer in unterer Moise eine deutlich allgemeine Verbesserung, insbesondere in der Modularität des Bremsens, ein ausgeglicheneres dynamisches Verhalten begünstigt. Darüber hinaus gibt es nahezu keine Vibrationen, selbst wenn das Pedal bei plötzlichen Bremsmanövern vollständig durchgetreten ist, eine verbesserte Bremsleistung und ein sanfterer Eingriff der ABS- und ESP-Systeme. Um die Kompatibilität und die aktuellen Preise zu überprüfen, können Sie die Links in der Beschreibung unten konsultieren. Wenn Sie Ansuch über die Technik verfügen, über sich diese arbeiten können, um eine Arbeit herauszuführen, lohnt es sich auf jeden Fall und vielleicht mit den Hunderten von Euro, die Sie gespart haben, einen Sprung in das nächste Modus zu wagen, der Ihnen neue Fallhorizonte öffnen kann, wo Sie immer gekommen sind, unabhängig von allem, womit Sie sich sonst so ängstlich beschäftigt haben. Das Familien bereits Modus ist selbstverständlich hunderte von ökologisch nachhaltigen Kebabs zu kaufen, die auf dem Seite der Schadhemmung werden Ionen auch mit Fernando im Netz wird mit Tod sterben, nachdem Sie ein Leben lang leckeres Wild gegessen haben. Heute während eines Spaziergangs mit der Aufwand der darüber nach den Spielerfahrung, die besser sein könnte, die Wahrscheinlichkeit für folgenden harten Sachen ins Wildfall zu finden, dass man Fuß darüber wird nicht wird, wenn auch genug Gewicht gesunken ist, bleibt man dahin, und fällt auch Grund der Worte kommt. Avrà diminuito anche se di poco la probabilità di ritrovarsi le narici umidicce di un cinghiale che non attraversa sulle strisce pedonali attaccate al parabrezza per l'effetto ventosa. Es ist eine Schande für die Verkäufer der Skilippensalbe, die angesichts des Rückgangs der Rufe auf der Straße wahrscheinlich zurückgehen werden. Vielen Dank, dass Sie sich das Video bisher angesehen haben. Ich hoffe, ich war nützlich und habe Sie angenehm unterhalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, teilen Sie es, kommentieren Sie es, klicken Sie es, schauen Sie sich die anderen Videos an, sagen Sie ein großes Dankeschön und abonnieren Sie den Kanal. Danke für die Unterstützung. Tschüss.